Hallo, ihr guten Leute. Ihr kennt das sicherlich. Ihr wollt ein USB-Gerät mit irgendeinem hiervon verbinden. Zum Beispiel mit dem Smartphone mit USB-C drucken. Ich möchte auf jeden Fall von dem Adapter-Wahnsinn weg. Und ich möchte genau das hier, was dem Stand entspricht. Ihr seht die Kabelenden alle hier drin. Oh Wunder. Das möchte ich zusammenbringen. Indem ich dafür so ein USB-Female to USB-Female mache. USB-A an der Stelle, weil das quasi Wurzel von all diesen Geschichten ist. Dazu bediene ich mich einfach eines alten USB-Hubs, eines internen, den ich so nicht weiter gebrauchen kann. Den werden wir jetzt nehmen und dann werden wir hier diese beiden ablöten und die verlöten wir dann einfach miteinander. Glücklicherweise ist das schon direkt hintereinander geschaltet. Von daher müssen wir den nur noch irgendwie abbekommen. Dann müssen wir nur zusehen, dass wir das ganze Zeugs passend miteinander verlöten und fertig. Und dann können wir eventuell auch noch auf die Besonderheiten angehen, dass wir dann als Buchse auch noch bereitstellen USB-C oder Micro-USB oder ähnliches. Na, müssen wir einfach mal schauen. Mal gucken. Schritt 1, ablöten. Das da, ablöten. Das hier ist ein Hands-on-Practice-Ding. Das heißt, von daher wird hier ordentlich rumgebastelt. Ich habe hier schon mal so ein bisschen Lötzinn, aber jetzt im Schritt 1. Wir machen das ganze Ding ab. So, an einer Stelle. Jetzt kommen hier die ganzen inneren Drähte. An der anderen Seite ist es hiermit fest. Und alles so ein bisschen heiß bekommen, damit ich es zum Ende auseinandergezogen bekomme. Gebe noch ein bisschen mehr Spannung drauf. Und wieder hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Jetzt ist es quasi nur eine Frage der Zeit, bis wir das vorsichtig rausgelöst bekommen. Denn natürlich wollen wir beides nicht beschädigen. Dieser interne USB-Hub soll also intakt bleiben. Ich brauche nur die beiden Buchsen. Diese beiden großen sind die, die das Ganze auf dem Board fixieren. Also die komplette Metallhülle. Und hier hinten die kleinen Freunde, das sind die wirklichen Datenpins. Das sind schlussendlich die, die wir am Ende benötigen. Und das sieht jetzt schon wirklich gut aus. Immer weiter und weiter und weiter. Und wenn das hier alles durch ist, dann kann ich mit den anderen Projekten, wie gesagt, schneller voranschreiten. Schreibt mir ruhig, was ihr davon haltet. Schreibt es in die Kommentare. Liked das Ganze, unterstützt das Ganze. Wenn ihr das Ganze ein bisschen bei Patreon oder ähnlichem anschiebt, dann kann ich mir das passende Equipment holen und dann geht sowas hier noch ein bisschen schneller. Nochmal eine kleine Kontrolle. Die Pins sind alle gut wie raus. Immer fröhlich weitermachen. Und weiter. Und weiter. Und noch weiter. So lange, bis alles erledigt ist. Ja, sind wir damit mittlerweile schon komplett durch. Oder haben wir hier noch ein bisschen was? Das hat schon ein bisschen was Meditatives, muss ich sagen.
Und nach sind die Pins alle durchgewandert. Ein klein wenig Widerstand ist noch da. Aber der gibt gerade so langsam auf. Schön vorsichtig und vorsichtig. Ich möchte das Ganze abbekommen, aber ich möchte nichts dabei zerstören. Wenn ihr das Ganze so mögt, abonniert mich, kommentiert das Ganze, liked das Video. Und unterstützt das Projekt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr das natürlich auch gerne ein bisschen anschieben, indem ihr mir neues Werkzeug und sowas ermöglicht. Gleich ist es fertig. Da macht's plopp und das ganze Ding hier fällt ab. Ja, na bitte. Danke, lieber interner USB-Hub. Deine beiden Bots hier brauche ich, damit das Ganze weiter vorwärts gehen kann. So, schauen wir uns mal an, was wir gewonnen haben. Durch die schöne und fachgerechte Desintegration eines USB-Hubs haben wir das hier geschaffen. Wir haben quasi diese Steckverbindung hier. 2 USB-Typ-A-Buchsen. Ich schiebe das Ganze mal wieder ineinander, denn eben beim Hebeln, das ist natürlich so ein bisschen auseinandergegangen. Ist aber nicht wild. So. Jetzt kommen wir wieder zu dem anderen Teil. Ich lege mal gerade den Lötkolben beiseite. Jetzt kommen wir zu diesem Punkt, den wir jetzt als nächstes behandeln müssen. Wir haben hier unsere beiden USB-Typ-A-Buchsen. Und was wir erreichen möchten, ist, dass wir mit einem Kabel, hier jetzt mal das Micro-USB-Kabel, stellvertretend für den Rest, mit diesem Kabel möchten wir jetzt ankommen und wir möchten an ein Gerät hiermit mittels der Typ-A-Buchse ein Gerät mit USB Typ A anschließen. In diesem Falle ist es der USB-Teil von meinem Mikrofon, damit ich das verwenden kann und damit ich euch hiermit wesentlich schönere Sounds aufzeichnen kann und das direkt beim Video drehen. Nun ist natürlich noch die Frage, wie bekommt man das Ganze verbunden? Denn wir haben hier unsere 2 Buchsen und hier haben wir 2 Kabel, die reingehen. Beziehungsweise einmal geht das Ganze rein und einmal geht das Ganze raus. Aber wie kriegt man das miteinander verbunden?
Und um das hinzubekommen, brauchen wir quasi diesen Female-to-Female-Adapter, weil wir ja hier ein Male-to-Male-Kabel haben. Hier und da. Und da ist es nun mal egal, ob das jetzt dieses Micro-USB oder Mini-USB oder sonst was ist. Wir brauchen das auf das. Also müssen wir genau diese Leitungen, die hier drin sind, genau 1:1 durchschleifen. Hier, da sehen wir ganz gut die Pins. Wir müssen also diese Pins mit den Pins verbinden jeweils. Und dafür haben wir hier eine denkbar einfache Option. Denn wir haben hier hinten diese Pins dran. Und die werde ich jetzt so leicht zueinander schieben. Ganz leicht zueinander. So, dass sie sich schon miteinander berühren, so ungefähr. Denn ich möchte eine direkte Verbindung dazwischen erzeugen. Ich möchte nicht das Ganze noch irgendwie auf einem Breakout-Board unterbringen oder ähnliches. Das wäre ein Stückchen übers Ziel hinaus. Aber Jumper-Kabel möchte ich auch nicht draufstecken. Das würde mir an der Stelle nicht gefallen, denn wir brauchen hier eine sichere Verbindung, die absolut steht zwischen diesen Punkten jeweils. Mehr brauchen wir nicht. Okay. Nehmen wir uns wieder dieses hier, was ich mir zusammengebaut habe mit den tollen Klemmen. Echt eine prima Investition. Ganz prima. Raus mit den Kabeln. Und das Ganze hier eingespannt. Sieht das nicht grandios aus? Okay, und jetzt verlöten wir die beiden Enden jeweils miteinander. Der Vorteil ist, dass das ja schon verzinnte Enden sind, von daher müssen wir uns darum nicht kümmern und können direkt loslegen. Lötzinn bereithalten. Das Ganze schön ausrichten. Schauen, dass wir die Kabel schon möglichst nah aneinander bekommen, damit wir da nicht allzu viel zwischenpacken müssen. Und dann verlöten wir direkt die Eingänge mit sich selbst. Einmal, zweimal, dreimal, hier drüben muss ich noch mal ein bisschen vorsichtiger agieren, damit das insgesamt passt. Viermal. Kleine Qualitätskontrolle. Hier haben wir noch ein Stück, das nicht ganz aneinander passt. So. Sehr gut. Schon haben wir unsere Quick and Dirty Lösung erfolgreich zusammengebaut. Das hier ist verbunden miteinander. Das hier ist verbunden miteinander. Das und das. Alle sind miteinander verbunden. Das hier schiebe ich noch ein bisschen hier rüber. Da werde ich gleich noch irgendwas dazwischen packen, damit das keinen Kurzschluss bekommen kann. Operation geglückt. Und Patient müsste noch lebendig sein. Jetzt haben wir die Möglichkeit, dass wir die ganzen Kabel miteinander verbinden können. Wir können jetzt also einfach sagen, okay, angenommen, wir haben einen Drucker und wir haben ein USB Typ C Gerät auf der anderen Seite. Dann stecken wir jetzt einfach das Kabel zum Drucker ein.
Und das Kabel, ich nehme mal hier eins, an dem ich sogar noch einen konventionellen Adapter dann habe. So. USB Typ C. Das Kabel geht hier rein. Geht rein, kommt hier an, geht hier direkt rüber, also die ganzen Leitungen, die sind genau 1 auf 1 gesetzt. Leitung 1 liegt auf Leitung 1, Leitung 2 auf Leitung 2, Leitung 3 auf Leitung 3, Leitung 4 liegt auf Leitung 4. Und insgesamt die Ummantelung, die liegt auch hier drauf. Und dann kommt das hier wieder an. 1 auf 1, 2 auf 2, 3 auf 3, 4 auf 4. So, jetzt muss das Ganze nur noch ein bisschen schöner werden. Aber so einfach ist es, dass wir uns einen direkten Adapter bauen dafür. Von USB was auch immer auf USB was auch immer. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann kann ich auch gerne nochmal so ein USB-OTG-Kabel basteln. Das heißt wiederum, dass wir ein Micro-USB-Kabel nehmen, das dann hier öffnen und einfach, ich meine, es müssen die ersten beiden Pins sein, die miteinander verbinden und dann können wir hier an der Seite ein Handy mit Micro-USB anschließen, an der anderen Seite auch ein Gerät mit Micro-USB anschließen und dann können die, je nachdem was wo angesteckt ist, können die miteinander kommunizieren. Beziehungsweise wir können das dann nutzen, um hier auf der Seite zum Beispiel eine Maus anzuschließen oder ähnliches. Und das ohne, dass wir jemals wieder irgendwelche anderen weiteren Adapter nutzen. Wir müssen nur ein einziges Mal ein Micro-USB-Kabel auf diese Möglichkeit umbauen, dass es halt mit beiden Datenströmen arbeiten kann. Also entweder als Hauptgerät, sodass wir andere Peripheriegeräte daran anschließen können, oder als Peripheriegerät. USB-Stick an Handy oder andersrum. Handy an Handy zum Beispiel. Gut, das war es soweit bis hierhin. Danke für die Geduld. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und liked das Ganze, abonniert den Kanal, unterstützt mich, wenn ihr wollt. Ihr seid super toll. Das hier, das wird noch ein bisschen schicker gemacht. Mal gucken mit was. Und vor allem, ich freue mich schon drauf, dass ich dann hier an mein Gerät einfach dieses Mikrofon anschließen kann, ohne dass ich am Schluss irgendwelche Voice-Overs machen muss oder ähnliches. Ich finde, ihr habt euch das verdient, dass der Sound direkt vernünftig ist. Und deswegen möchte ich an ein Windows-Tablet, das diesen Stecker hier natürlich nur hat, einfach das Ganze hier anschließen können, sodass ich während der Aufnahme dieser Videos gleichzeitig den Ton hierüber einfange, das Ganze auf dem Tablet zwischenspeichere, was hierüber angeschlossen ist und zugleich nehme ich dann noch das ganze Bild auf und so weiter und dann kann ich über mindestens 2 Mikrofone, wenn nicht sogar 3 Mikrofone abmischen, was ihr ganz am Schluss hören werdet. Vielen Dank, das war's jetzt wirklich. Abonnieren nicht vergessen und unterstützt mich, wenn ihr wollt. Und dann könnt ihr ganz, ganz, ganz viele tolle Basteleien noch in Zukunft sehen. Bis dann. Ciao.